In the course of your examination this morning, I understood you to say that you had never gathered to yourself any of the art treasures of the government general. By that, I do not suppose that you mean that you did not have them collected and registered. For you did have them collected and registered, isn't that so? Kunstschätze sind im Generalgouvernement amtlich gesammelt worden und registriert worden. Das Buch ist ja hier vorgelegt worden. Yes. And before you got there, you told the tribunal that one Dura collection had already been seized. Before you took over your duty. Ich darf bitten, das so zu verstehen. Das handelt sich um die Dürer Blätter, die in Lemberg weggeholt worden sind, bevor die Zivilverwaltung dort angetreten ist. Damals fuhr der Mühlmann hin nach Lemberg und hat diese Blätter in der Bibliothek geholt. Ich war bis dahin überhaupt noch nie in Lemberg gewesen. Und diese Blätter wurden dann in direktem Wege, ich weiß nicht, ins Führerhauptquartier oder zu Herrn Reichsmarschall Göring gebracht, das weiß ich nicht. Well, they were collected for Goering. That's what I'm driving at. Isn't that a fact? Staatssekretär Mühlmann hat auf mein Befragen erklärt, dass er auf Auftrag des Reichsmarschalls kommt. Und das auf Auftrag des Reichsmarschalls weggeholt hätte. And were there not some other art objects that were collected by the Reichsmarschall and also by the defendant Rosenberg? At the time that you told the tribunal, you were too busy with war tasks to get involved in that sort of thing. Aus dem Generalgouvernement ist mir nichts bekannt. Der Einsatzstab Rosenberg hatte im Generalgouvernement keine Zuständigkeit. Und abgesehen von der Sammlung des Komponisten Elsner und einer jüdischen Bibliothek aus Lublin hatte ich keine dienstlichen Verpflichtungen, bei Rosenberg die Rückforderung von irgendwelchen Gegenständen zu verlangen. But there were some art treasures in your possession when you were captured by the American forces. Jawohl. Die waren nicht in meinem Besitz, sondern die habe ich geborgen. Und zwar nicht für mich, sie befanden sich auch nicht in meinem unmittelbaren Gewahrsam, sondern sie wurden sofort von mir mitgenommen aus dem brennenden Schlesien. Sie waren nicht anders zu bergen. Außerdem handelt es sich hier um Kunstschätze, die so weit bekannt sind, dass sie in der Liste des Buches Nummer 1 bis 10 sind. Die kann man sich also gar nicht, selbst wenn man möchte, aneignen. Man kann eine Mona Lisa nicht stehlen. Well, I merely wanted to clear that up. I knew that you had said on interrogation there was some in your possession. I'm not trying to imply that you were holding them for yourself, if you were not. However, I think you've made that clear. Ich darf dazu vielleicht noch bemerken, weil ich auf diesen Punkt besonderes Gewicht lege, dass diese Kunstschätze, um die es sich hier handelt, nur auf diesem Wege geborgen werden konnten. Sie wären sonst verloren gegangen. Very well. I have one other matter I'd like to clear up, and that'll not be long. I understood you also to say this morning that you had struggled for some time to effect the release of the Krakow professors who were seized and sent to Oranienburg soon after the occupation of Poland. Now, of course, you're probably familiar with what you said about it yourself in your diary, are you? Ja, das weiß ich ja. And, ich habe das auch gesagt heute früh, dass ohne Rücksicht auf das, was im Tagebuch steht, dies die Wahrheit ist, was ich heute früh gesagt habe. Sie dürfen nie vergessen, dass ich sprechen musste in einem Kreis von Todfeinden. Von Leuten, die jedes Wort, das ich sagte, sofort dem Führer und dem Himmler meldeten. Well, of course you recall that you suggested that they should have been retained in Poland and liquidated or imprisoned there. Niemals. Selbst wenn Sie mir hier die Äußerung entgegenhielten, das habe ich niemals getan. Well, im Gegenteil, ich habe die Krakauer Professoren dann bei mir empfangen und habe mit ihnen in aller Ruhe gesprochen. Ich habe
zu all dem, was geschehen ist, das mit am meisten bedauert. Well, now perhaps you don't understand me. I'm talking about what you wrote in your own diary about these professors. And I should be glad to read it to you and make that available to you if you care to contest it. You're not denying that you said that they should either be returned for liquidation in Poland or imprisoned in Poland. Are you? You don't deny that Ich sage eben, dass ich das alles gesagt habe, um vor den Feinden zu bestehen. In Wirklichkeit habe ich die Professoren befreit. Und es ist ihnen dann ja auch nichts mehr geschehen. All right. Were you also talking for special purposes when you gave General Kruger that fond farewell? The SS and higher police authority? Das war genau dasselbe. Well, how much of this diary... Ich darf dazu sagen, Herr Anklägervertreter, ich gebe in vollem Umfange wirklich zu, was zugegeben werden kann. Aber ich habe den Eid geleistet, nichts hinzuzusetzen. Es kann niemand offener etwas zugeben, als ich das mit der Überreichung der Tagebücher getan habe. Und das, worum ich bitte, ist, dass man nicht von mir verlangt, dass ich zu dem etwas hinzusetze. No, I'm not asking you to add anything to it. Rather, I was trying to clear up because you've made a rather difficult situation, perhaps for yourself and for others. You see, if we can't believe what you wrote in your diary, I don't know how you can very well ask us to believe what you say here. You were writing those things for yourself. And at the time you wrote them, I assume you didn't expect, anyway, that you'd ever be confronted with them. Well, but the record of a speech. Doesn't he mean that this was a record of a speech that he'd made? In his diary. Yes. It's recorded in his diary. A record, when he says, I did it so that I could exist. Yes. I presume that that particular record is a record of some speech that he made. It is. Yes. It has entered in the diary. Aber darf ich dazu etwas sagen? Nicht ich habe mich in eine schwierige Lage gebracht, sondern die Entwicklung, die der Krieg genommen hat, hat für jeden Verwaltungsmann eine furchtbare Lage herbeigeführt. And finally, you'll recall an entry in your diary in which you stated that you'd had a long hour-and-a-half talk with the Führer and that you had... Wann bitte? Das war die letzte Besprechung. Well, this entry is on Monday, the 17th of March, 1941. March 17th, 1941. It's in your diary. Ja, das wird eine der ganz wenigen Besprechungen gewesen sein. Ob ich da bei ihm allein war, das weiß ich nicht. In which you said that you and the Führer had come to a complete agreement and that he had approved all the measures, including all the decrees, especially also the entire organization of the country. Would you stand by that today? Nein. Well, you see, that wasn't a speech. Ich darf dazu Folgendes sagen. Die Zusagen des Führers erfolgten immer sehr spontan, aber die Verwirklichung, die ließ dann auf sich warten. Die ließ auf sich warten. Was that one of the times that you complained to him, that you told us about this morning? And ich habe mich ununterbrochen beschwert. Ich habe ja, wie Sie wissen, 14 Mal meinen Rücktritt angeboten. Yes, I know, but on this occasion, did you make many complaints and did you have the approval of the Führer or did he turn down your complaints? On this occasion of the 17th of March, 1900... Der Führer hatte damals den sehr einfachen Ausweg, dass er sagt, Sie müssen das mit Himmler selbst ausmachen. Das war's. Well, because that isn't really an answer. You've entered in your diary that you talked it out with him and that he approved everything that you had done. And you make no mention in your diary of any disappointment over the filing of a complaint. Now, surely this wasn't a speech that you were recording in your diary. It seems to be rather a factual entry on your conversations with the Führer. And my question is simply, do you now admit that that was the situation, or are you saying that it was a false entry? Bitte, ich habe nicht gesagt, dass falsche Eintragungen stattgefunden haben. Ich habe das nie gesagt. Ich feilsche nicht um Worte. Ich sage nur, man muss die Worte nach dem Gesamtzusammenhang auslegen. Wenn ich vor dem Beamten betone, dass der Führer mich empfangen hat und mit meinen Maßnahmen einverstanden ist, dann sagte ich das, um meine Autorität aufrechtzuerhalten.
die nicht ging ohne das Einverständnis des Führers. Welches meine Gedanken waren, das geht daraus nicht hervor. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, Herr Ankläger, dass ich nicht um Worte gefeilscht oder hier gebebt habe. Very well. I don't care to press it any further.